So, heute geht's um diese LP, ein Kinderhörspiel, die Meuterei auf der Bounty. Die sieht ja auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus. Im Gegenteil, für eine Kinderplatte sieht die eigentlich noch hervorragend aus. Denn Kinderhörspiele sind ja normalerweise ein Garant für wirklich übel zerliebte Platten und Hüllen, die wirklich alles bereithalten, was man sich so an Furchtbarem ausdenken kann. Die sind zerrissen, haben keine Innenhüllen, gerne bemalt, beschriftet, haben auf dem Cover oder auch auf der Platte gerne so kleine Stellen, die man am liebsten hat. Das ist dann angekreuzt worden. Also alles, was man sich so vorstellen kann, in allen Formen und Farben. Diese hier sieht jetzt aber noch so gut aus, dass ich sie gerne retten möchte. Außerdem habe ich die als Kind gerne gehört. Insofern würde ich sie gerne wieder in den Schrank stellen können und heil machen. Denn heute ist Operation am offenen Herzen nötig, denn wir versuchen heute einen Kratzer im Vinyl zu reparieren. So wie diesen hier. Um den Kratzer besser sehen zu können, habe ich mir ein paar Sehhilfen zurechtgelegt, die ich mal ausprobieren wollte. Als erstes habe ich so eine kleine Lupe für Briefmarken oder sowas. Dann eine etwas noch kleinere Lupe, die Juweliere meistens irgendwie dabei haben, um Schmuck zu prüfen. Dann habe ich so ein Lupending, was man sich vor die Handykamera klemmen kann, und schließlich so ein USB-Mikroskop für den Rechner. Und ich kann es auch gern verraten, die Lupen, die haben nicht geholfen. Es ist am Ende auf das USB-Mikroskop rausgelaufen. Genauso habe ich mir auch Werkzeug bereitgelegt, mit dem ich dem Kratzer zu Leibe rücken möchte. Ich habe sie natürlich zuerst mal gewaschen und dann versucht, ein paar Durchläufe auf einem Plattenspieler mit etwas höherem Nadelauflagegewicht zu machen, in der Hoffnung, dass sich das irgendwie durch den Kratzer durchpflügt und den dann entfernt. Das hat aber wahrscheinlich schon seit 1978 nicht mehr funktioniert. Also gehe ich jetzt von stumpf nach spitz vor. Da habe ich als erstes ein Radiergummi, mit dem ich über den Kratzer radiere. Dann einen Zahnstocher, gerne auch in der Mitte durchgebrochen, um dann mit den weichen Holzfasern durch die Rille zu gehen. Wenn das auch nichts bringt, dann kommt eine kleine Nadel zum Einsatz und ganz am Ende, wenn wirklich nichts mehr anderes geht, ein Cuttermesser. Und ich denke mal, spätestens bei dem Wort Sicherheitsnadel gehen hier auch schon irgendwie die ein oder anderen Augenbrauen hoch. Und viele fragen sich, du willst was machen? Ja, ich weiß. Kratzer gibt's ja im Wesentlichen in zwei Varianten. Entweder geht der Sprung nach vorne und man wird mitten im Satz, oder der Sprung geht nach hinten und hält einen ewig in so einer Schleife, in so einer Schleife, in so einer Schleife, in so einer Schleife. Naja, also das Problem liegt darin, dass offensichtlich irgendetwas in der Rille entweder feststeckt oder die Rille verformt ist. Und deshalb kommen wir jetzt halt hier mit unserem Arsenal an Nadeln und Messern etc., um das zu beseitigen. Und in unserem konkreten Fall unter dem Mikroskop sieht das Problemkind so aus. Wenn ich das Ganze mal aufnehme und mir die Wellenform anschaue, dann sieht man das Problem hier. Im Kontext ist dadurch der Dialog verkürzt. Er springt mitten im Satz. Man hört jetzt nicht wirklich ein Knacksen, aber der Dialog ist nicht vollständig. Also ran an die OP. Für den ersten wackelig gefilmten Versuch gehe ich hier mal mit dem Radiergummi drüber. Das geht irgendwie noch ohne Mikroskop und ich versuche auch nicht zu schüchtern zu sein. Aber es widerstrebt einem halt doch irgendwie, und beim ersten Test nach dem Radiergummi, das hat noch nichts gebracht, springt immer noch. Also Stufe 2, der Zahnstocher. Denn was zwischen den Zähnen irgendwie altes Zeug rausholt, das schafft das ja vielleicht auch hier in einer Plattenrille. Aber auch hier kein Erfolg. Die Platte sieht aber zum Glück immer noch so aus wie vorher und wir haben noch nichts kaputt gemacht. Das heißt, es wird interessanter. Wir schnappen uns jetzt die aufgebogene Sicherheitsnadel. Und mit dem Teil, was jetzt hier unter der Lupe riesig aussieht, versuche ich mal dem Verlauf der Rille zu folgen. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn.
so wie die Plattenspielernadel ja normalerweise durch die Rille laufen würde, wenn die jetzt nicht feststünde und die Platte sich im Uhrzeigersinn unter ihr wegdrehen würde. Man sieht hier ganz gut, dass ich bei dem Rumgeporkel mit der Nadel tatsächlich was aus der Rille raushole. Das sieht auch alles sehr ungelenk aus, was einfach daran liegt, dass es echt schwer unter einem Mikroskop mit einer Nadel in einer Plattenrille rumzukratzen, ohne es schlimmer zu machen als vorher. Das ist nichts für schwache Nerven. Und das war ein sehr guter Moment. Ich habe richtig gemerkt, wie mir da was weggesprungen ist. Das fühlte sich erschreckend gut an. Und nicht nur das, ich habe dann noch ein bisschen hin und her gewischt mit dem Tuch, mit dem Zahnstocher, habe sie getestet und es hat tatsächlich geklappt. Die Platte springt nicht mehr. Hier nochmal der Blick auf die Wellenform hinterher nach der Behandlung. Und im Vergleich kann man jetzt sehen, dass da mehr ist, also mehr Text. Das ist der Teil von dem Dialog, der vorher halt durch den Kratzer übersprungen wurde. Und jetzt ist der Dialog wieder vollständig und man hört im Hintergrund nur noch ein leichtes Knistern. Aber das ist nichts, was mich wirklich stört. Man ist bei Kinderplatten viel gewohnt und das verzeiht man gerne. Vor allen Dingen ist aber der Sprung weg. Man kann die Geschichte wieder hören, hat keine Unterbrechung. Ein schwitziger, schöner Erfolg. Jo, das wäre es ja eigentlich soweit gewesen. Es hat schon wieder geklappt mit dem Retten und ich würde mich eigentlich jetzt schon verabschieden. Aber wir haben ja noch nicht alles gesehen. Das Cuttermesser zum Beispiel, die Nemesis, den Endgegner. Also habe ich noch eine Platte aus dem Schrank gezogen, die auch mit besonders schönen Kratzern versehen ist. Eine sehr alte, sehr schöne, sehr verkratzte 10 Zoll LP Peter und der Wolf mit Lilo Pulver als Erzählerin. Die Älteren erinnern sich. So, das ist jetzt der Blick durch diese Aufsteck-Lupenkamera fürs Handy. Daher ist auch der Bildausschnitt nur so mittel, aber ich habe es irgendwie zum Glück scharf gestellt bekommen, denn das wollte ich nochmal zeigen. Und hier komme ich jetzt auch mit diesem Cuttermesser an die Platte. Und das ist sehr aufregend, denn das Teil ist höllisch scharf. Und ich wollte ja jetzt keine neue Rille schnitzen, sondern die alte hier nur reinigen. Und Achtung, festhalten. Da ist das Ding. Das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Nach den schwitzigen Zitterhänden. So schön ist das noch nie aus der Rille gesprungen, hätte ich beinahe gesagt. Also wirklich herrlich. Das fühlte sich auch wieder erschreckend gut an. Und weil das so schön war, hier noch ein richtig guter. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich will es auch vielleicht gar nicht wissen. Hauptsache, es ist raus. Okay, jetzt aber. 2 erfolgreiche Kratzerreparaturen, 2 gerettete Hörspielplatten. Das ist eine gelungene Quote, würde ich sagen. Damit können wir dann heute mit gutem Gewissen Schluss machen.